Ich erzähle hier zum Ego-Tod nicht einfach irgendwas, sondern das, was ich wirklich selbst erlebt habe. Und alleine das Wort Ego-Tod klingt natürlich irgendwie ziemlich krass, irgendwie mystisch, irgendwie komisch. Und ich will hier gar keinen Mythos verstärken oder irgendein esoterisches Gedudel runterträllern, sondern das zeigen, was in meinem Leben passiert ist und wie ich das eben da einordne. Meine erste Erfahrung damit war so, dass ich komplett unerwartet, ohne direkt erkennbaren Auslöser in einer spirituellen Krise steckte. Ich habe auch ein Video zur Erklärung, was eine spirituelle Krise ist, und auch in meiner Geschichte von meinem spirituellen Erwachen, meinem allerersten Video, erkläre ich ganz ausführlich, wie mir das da ergangen ist. Und zu dem Zeitpunkt habe ich wirklich einfach überhaupt nicht verstanden, was da mit mir passiert, was da los ist, was das zu bedeuten hat. Ich hatte gar keinen Plan. Aber was sich irgendwie gezeigt hat, ist, dass sich meine Identität in dem Sinne von meinem Selbstverständnis irgendwie aufgelöst hat. Es hat sich so angefühlt, als ob in mir alles zusammenfällt. Aber gleichzeitig war da auch ein tiefer, groß spürbarer Frieden. Aber diese Erfahrung war so seltsam, dass ich natürlich auch erstmal Angst hatte, was da überhaupt gerade passiert, ob ich irgendwie komplett den Verstand verliere. Und diese akute Phase ging eben über ein paar Wochen. Und mit der Zeit habe ich durch diesen inneren Frieden, das war so die Basislinie, darüber ist alles irgendwie implodiert, aber der Frieden war halt die ganze Zeit da. Das hat mir so Stärkung gegeben. Und es war irgendwie so dieser Anker, dass mein innerster Kern immer da bleibt. Also habe ich mich wochenlang irgendwie gefragt, wer bin ich eigentlich? Wozu bin ich hier? Was hat das alles für einen Sinn? Und daraus kam dann Ruhe und Klarheit. Es war so, als ob ein ganz neues Blatt Papier für mich zu beschreiben war. Und im Nachhinein habe ich dann sehen können, dass sich durch diesen Prozess einige innere Programmierungen von alleine aufgelöst haben, die halt klassischerweise ego-getrieben und in der Gesellschaft vollkommen normalisiert oder auch unausgesprochen einfach zwischen den Menschen herrschen, würde ich so sagen. Aber durch diese Erfahrung war viel weniger Anteil von mir zum Beispiel in sozialen Vergleichen, in diesem Drang nach Bestätigung und so weiter, weil ich sozusagen einmal gemerkt habe, dass wenn ich als Person, als Identität, Person kann man nicht so ganz sagen, aber wenn meine Identität aufgelöst wäre, dann wäre trotzdem noch mein innerer Kern da und das kann niemand angreifen. Was sich vorher halt für mich schon sehr existenziell angefühlt hat. Dieses gesellschaftlich nicht gut genug zu sein und so weiter. Aber das hat sich eben durch diese Erfahrung transformiert. Und es war, als ob so ein existenzieller Druck irgendwie abfließen konnte. Das ist super schwierig zu erklären, aber ich glaube, wer checkt, der checkt. Und die Erkenntnis von dieser ersten Erfahrung war eben, dass ich irgendwie mehr bin als dieses Gedankenkonstrukt, was wir uns selbst über uns als Identität so aufbauen. Und über die Jahre, also das war eben der klare Beginn meines spirituellen Erwachens und diese akute Krisenzeit ist dann in andere Phasen übergegangen. Die Phasen eines spirituellen Erwachens, eines spontanen spirituellen Erwachens habe ich auch in einem Video einmal aufgezeigt. Und über diese Jahre, in denen man eben diese unterschiedlichen Schichten von dem Selbst kennenlernt, da haben sich in diesem Prozess immer wieder Teile von meiner Identität sozusagen aufgelöst. So wie viele kleine Ego-Tode im Vergleich zu dem, was ich am Anfang erlebt habe. Also das war definitiv nicht jedes Mal so dramatisch, sondern oft einfach leise, ziemlich unbemerkt und subtil. Aber manchmal so im Rückblick habe ich dann gesehen, das hat mich vorher begleitet und das ist jetzt nicht mehr Teil von mir. Also für ein ganz klares Beispiel vielleicht für mich das Thema Freundschaften. Wie viel von mir vorher da drin hing, wie wichtig mir das war und meine Bedeutung in Bezug zu anderen Menschen. Und das hört sich jetzt irgendwie vielleicht so ein bisschen lost an. Ich schätze dadurch Freundschaften nicht weniger wert, aber es ist einfach nicht so viel Schmerz, wenn sich Freundschaften auflösen oder wenn das Ganze irgendwie chaotisch
chaotisch, undurchsichtig ist. Es ist irgendwie so, dass ich einfach weiß, dass dieser Kern meines Selbst immer da sein wird. Und dadurch trifft mich kein anderes Thema mehr existenziell. Und das war eben bei meinem ersten Ego-Tod so grundlegend. Und über die Jahre haben das dann immer mehr einzelne Beispiele und Themengebiete nochmal, sag ich mal, hochgeholt. Also nur weil ich das am Anfang einmal so generell erlebt habe, hat sich dadurch nicht alles direkt in diesem Rahmen so angefühlt, sondern jeder einzelne Lebensbereich ist quasi diesen Prozess nochmal langsamer auf die eigene Art und Weise durchlaufen. Und durch jedes Mal, ob bewusst oder unbewusst, habe ich zu mehr Klarheit gefunden und auch mehr persönlicher Freiheit und weniger gesellschaftliche Stimmen im Kopf. Also auf Basis meiner Erfahrung ist es mir eben wichtig, das klarzustellen. So wie ich das hier erlebt habe, ist der Ego-Tod nicht einfach nur eine einzeln zu betrachtende Sache und es ist auch kein Ziel, so wie ich das manchmal auf Social Media raushöre. Dass die Leute sozusagen diese Haltung haben, Ego ist immer schlecht und wir sollten es uns als Ziel nehmen, das loszulassen oder ja, hinter uns zu lassen, da stehe ich halt gar nicht hinter. Weil ich denke, dass unser Ego einfach Teil unserer menschlichen Erfahrung ist. Ich denke, wir brauchen das, um uns voneinander abzugrenzen, um auch überhaupt eigene Ziele, Träume haben zu können. Denn wenn wir das nicht mehr haben, was hat das Ganze dann noch für einen Sinn? Sind wir dann nicht einfach nur ein strukturloser Blob? Also ich denke, es ist wirklich ein essentieller Teil unseres Selbst und ermöglicht uns auch eben genau den Zugang zu unseren Schatten, zu den Themen, wo wir eben noch wachsen können. Also ich denke, ohne Ego können wir auch nicht richtig leben. Wir könnten dann ja auch nicht genießen, oder? Und ich denke, wir würden auf jeden Fall durch diese Verteufelung auch automatisch unsere Augen vor dem verschließen, wo wir diese unangenehmen Erfahrungen mit dem Ego als Werkzeug nutzen sollten. Ich denke, das Ego ist nur ein Problem, wenn das gerade sozusagen das Zepter in der Hand hat. Aber als Diener unseres Selbst ist es sehr wertvoll. Also, was kommt denn nach dem Ego-Tod? Und da war das bei mir auf jeden Fall nach diesem allerersten Mal ganz klar und deutlich. Und zwar habe ich von da an gelernt, mir selbst ganz neu zu begegnen. Dadurch, dass ich mir so existenzielle Fragen gestellt habe, konnte ich darauf auch in mir ganz neue Antworten dazu finden. Und zwar das erste Mal bewusst und nicht einfach unbewusst durch irgendwelche vorherigen gesellschaftlichen Programmierungen. Also für mich kam danach weniger Scham für mich als Person, mehr innere Ruhe und vor allem mehr Ehrlichkeit. Und es kam eine riesige Freiheit, weil mich die Meinungen anderer quasi gar nicht mehr so richtig treffen konnten. Und es hat sich eine Tiefe zu meinem Selbst aufgemacht, weil ich mir selbst auf dieser grundlegenden Ebene begegnet bin. Also durch einen Ego-Tod verliert man tatsächlich nichts, zumindest nichts, was wirklich einen Wert hat, sondern man findet sich. Und wenn du selbst gerade das Gefühl hast, an einem solchen Punkt zu stehen, dann fühlst du dich wahrscheinlich ziemlich lost. Und das ist einfach ein ganz natürlicher Teil davon, dass man eben jahrelang erlebte Teile von sich auch gerade verliert. Aber das sind alles keine wahren Teile von uns. Und die würden uns einfach nur komplett ausbremsen, wenn wir sie jetzt nicht loslassen würden. Also brauchen wir wirklich gar keine Angst haben, weil wir in dem Moment dabei sind, die echte Version von uns freizulegen. Also der Ego-Tod erinnert uns daran, dass wir viel mehr sind, als uns je eingeredet wurde. Und falls du dir zum Beispiel dazu Austausch wünschst, kannst du dich jederzeit bei mir melden. Ich bin kein Guru dafür und will auch absolut keiner sein. Aber ich will eben den Raum zeigen, der mich durch diese Erfahrungen durchgetragen hat. Und ich will eben, dass jeder, der das erlebt, auch seinen eigenen Raum dafür findet. Und ansonsten sehen wir uns einfach wieder im nächsten Video.